Hallo ihr Lieben zum Wochenorakel für die kommende Woche. Solange ich mische, sage ich kurz die Dinge, die ich immer sage. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unten in der Infobox des Videos. Da sind auch die Links drin zu meinem Tagesorakelkanal. Da gibt es sonntags immer was speziell für die Sternzeichen oder eine Extralegung ab 15 Uhr. Ansonsten immer ab 6 Uhr das Tagesorakel. Hier bin ich auf meinem eigenen Kanal dienstags, freitags und sonntags zu sehen und unter der Zeit immer so, wenn jetzt so spezielle Tage sind, Vollmond, Neumond oder wenn mir mal was einfällt. Und einmal im Monat auch die Wunschaktion. Das werde ich nicht mehr über den Community-Button machen, weil das da zu wenig wahrgenommen wird, sondern ich mache dann ein kleines Video dazu. Dann könnt ihr da drunter schreiben, dann sind die Fragen auch beieinander. Ja, und montags bin ich auf dem Astrolymp-Kanal bei Sven Pohl. Und jetzt bin ich gespannt, was die neue Woche bringt. Wenn du nach dem großen Blatt noch dran bleibst, kannst du dir noch eine persönliche Wochenbotschaft wählen. Wir warten mal, bis die erste Karte fällt. Und sie ist gefallen und es kann sein, dass es eine Woche wird, die irgendwie Konflikte mit sich bringt. Ja, hier geht es um Konflikte, die hat man vielleicht mit dem Wachstum in seinem Leben, mit der Stabilität. Irgendwie möchte man auch etwas verändern, irgendwie ein neues Kapitel aufschlagen, etwas dazulernen. Es gibt eine Woche, in der es Dinge gibt, die man klären darf. Die Wolken liegen im häuslichen Bereich. Hier liegt das Buch drin. Hier wird sich auch noch einiges offenbaren. Vielleicht kommt euch etwas ans Ohr, das ihr so nicht erwartet habt und ihr habt deshalb einen Konflikt. Also ein Wissen, mit dem ihr nicht rechnet, das euch dann irgendwie dazu bringt zu reagieren. Das ist so eine Woche, da möchte man Veränderungen, die trifft man so in einem bestimmten Bereich, aber sie wirken dann auf alle Bereiche mit, die wichtig sind. Das Leben möchte dir vielleicht auch Hinweise geben, dass irgendwas unstimmig ist und du bist jetzt hier dabei zu gucken, in welchem Bereich du da Veränderung brauchen könntest. Speziell zeigt sich hier eine Verstrickung mit den Finanzen an für die nächste Woche. Vielleicht geht es speziell darum, etwas zu verändern. Man weiß noch nicht so richtig, wie das Geld hier wieder auf dem kurzen Weg Wachstum kriegt. Wir selber sind sehr mit dem Leben beschäftigt, mit den Gedanken, die man über das Leben hat, mit dem, was sich noch eröffnen soll, welcher neue Weg hier kommt. Wir liegen im Haus der Sense, das heißt, wir können mit überraschenden Sachen rechnen. Wir müssen mit Schnelligkeit rechnen. Die Entscheidungen liegen mit da. Es kann sein, dass wir eine Woche haben, in der wir Wege gehen müssen, die Konflikte mitbringen oder wo wir selber im Konflikt sind, ob wir diesen Weg gehen wollen oder nicht. Oder wie wir uns entscheiden sollen. Ne? Hier liegt die Herzensentscheidung mit dran. Es scheint um eine Veränderung zu gehen, die die Herzensangelegenheiten betrifft oder wo man einfach sagt, okay, ich muss jetzt mein Herz sprechen lassen, denn mit dem Kopf komme ich nicht dran. Das ist so das Verborgene, das Wissen, das einem fehlt, um die richtigen Wege zu gehen. Dann haben wir hier Nachrichten, die Veränderungen mitbringen, die liegen hier im Hause des Kindes drin. Kann auch sein, dass wir hier viel mit unseren Kindern kommunizieren oder mit Veränderungen, die mit den Kindern zu tun haben. Wo wir vielleicht auch Ratgeber sind und nicht so richtig wissen, was wir dazu sagen sollen oder wie wir uns dazu verhalten sollen. Auf jeden Fall betrifft es die Herzensangelegenheiten.
Ja, hier kann durchaus sein, dass man mit irgendetwas konfrontiert wird, das irgendwelche Schatten auslöst, das irgendwelche Prozesse anstößt, wo man tiefer drüber nachdenkt oder nachdenken muss, weil man in diese Lage gebracht wird. Und da so eine gewisse Unschlüssigkeit mitschwingt. Mir kommt es so vor, als zeigen sich hier Wege, die man in der Vergangenheit versäumt hat zu gehen oder wo man vielleicht durch das, dass man etwas nicht entschieden hat, in den Konflikt gekommen ist. Also ja, man hätte vielleicht gern diesen Weg gewählt und hat es dann vermieden und es zeigt sich jetzt nun mal wieder. Was auch sein kann, dass wir über Verluste nachdenken der Vergangenheit, was das Leben schon für Verluste geliefert hat, wie sind wir damit umgegangen, was hat es aus uns gemacht. Und speziell kann es ja auch um Partnerschaften gehen aus der Vergangenheit oder auch speziell die Wurzel, ne? Also Elternthemen. Hier habe ich etwas, was komisch ist. Also hier werden sich Dinge umstrukturieren im Umfeld, im häuslichen Bereich, da wo du viel Energie brauchst oder auch viel Energie bisher verpufft ist. Etwas, was schon längere Zeit als Hindernis dasteht und deshalb der Weg hier nicht gegangen werden kann. Bei einigen ist es wirklich das Umfeld, die Häuslichkeit, die Veränderung, die ihr braucht an dem Platz, an dem ihr euch wohlfühlen sollt. Es können ja auch Veränderungen von außen sein, also dass ihr durch Verhalten von anderen oder durch Situationen, die sich im Außen abspielen, mit gezwungen seid, euch zu drehen. Und bei anderen wiederum sieht man die Berufskarte, ne? Bei den Wegen, bei den Optionen. Hier zeigen sich tolle Wege. Hier geht auch ein Weg auf, der dir am Herzen liegt. Vielleicht auch ein Herzensprojekt. Wir haben hier beim Beruf Folgendes. Irgendeine Situation wird entschieden, irgendetwas im Kollegenkreis wird entschieden und ihr dreht euch mit. Wenn ihr keine Kollegen habt, so spielen da vielleicht andere Personen mit eine Rolle. Leute, die euch mit reinquatschen, Leute, die ihren Platz wechseln und für euch dreht sich da etwas zu was Gutem hin. Ihr erkennt, wo ihr eine Blockade habt, wo in eurem Herz die Sonne aufgehen will auch und ja, wo du sagen kannst, ich gehe jetzt den beruflichen Weg, der sich mir nicht eröffnet hat. Also da wird etwas frei, etwas wird verschoben, das sich für dich sehr zum Guten wenden kann. Entweder durch Wegfall von Kollegen oder durch ein Projekt, das abgesagt wird oder nicht geklappt hat und daraus entsteht eine neue Wahlmöglichkeit, die hier eine Erleichterung auch mitbringt und die Blockade wieder frei macht, das heißt freie Energie, flüssigere Energie, irgendetwas, was zäh war, was lang vermieden wurde oder nicht geklappt hat, wird sich hier zum Guten wenden. Scheint überhaupt eine gute Woche für berufliche Dinge zu sein. Im Haus des Herzens liegen hier die Neubeginne drin, die Kleinigkeiten, die wir hier wachsen lassen dürfen, die Dinge, wo wir lange keine Veränderung gespürt haben oder wo wir hier jetzt auch aus einem Kreislauf rauskommen. Es ist mit Erinnerung an Verluste gepaart, ne? Vielleicht macht ihr auch euch Gedanken, wo hat etwas in der Vergangenheit stattgefunden, wo ihr jetzt den Spiegel wieder seht und dadurch eine Möglichkeit entsteht, aus einer Mühle rauszukommen. Es klären sich sehr viel Beziehungsthemen, Verträge, Verbindlichkeiten, Entscheidungen in diesem Bereich.
schicksalshafte Nachrichten auch irgendwie. Man kann damit rechnen, dass man von außen mit etwas konfrontiert wird, das ein bisschen Unruhe mitbringt, aber zugleich auch wieder eine Veränderung. Guck mal, hier haben wir die Sonne, den Brief, die Störche. Also da lohnt sich das, dass man sich vielleicht mal kurz aufgewühlt hat. Es kann auch sein, dass wir uns sehr verletzbar zeigen in der Woche, weil ich habe so zweimal das Thema Verluste aus der Vergangenheit regenerieren. Ein Ausgleich an irgendetwas, was mal stattgefunden hat und nicht funktioniert hat. Das kann sehr stark mit den Eltern zusammenhängen oder mit Konkurrenz oder mit schwierigen Situationen, die man auch in diesem Bereich mitgebracht hat. Die Legung hat für mich zugleich irgendwie eine Warnung drin. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich vielleicht verletzbar bin, dass ich mir Gedanken mache, wie bleibt mein Fundament? Wie komme ich weiter, ohne wieder etwas zu verlieren? Wie sorge ich für Umbruch, wenn ich nicht immer das Gleiche mache? Ne? Also ich mache immer die gleichen Wege und hier kommt aber so eine Entscheidung, die sich lohnt zu treffen, aber vielleicht auch aus einer Verletzung raus, dass man so sagt, hier, ich hau mal mit der Hand auf den Tisch, ich möchte das nicht mehr so wie es ist, ich möchte ein bisschen Risiko fahren oder für mich einen Absprung wagen, ohne dass ich mein Fundament verliere. Und es sieht hier so aus, als würde das Außen diese Einflüsse mitbringen, die ich eigentlich nicht möchte, weil sie mich verletzen. Und da kommt bei mir eben die Idee, dass ich versuche, das Außen möglichst rauszuhalten aus meinen Entscheidungen und auch die nächste Woche möglichst nah bei mir zu sein, vielleicht auch im Rückzug, damit ich nicht am Drama von anderen Leuten mitteilen haben muss. Ne? So. Ja, tatsächlich haben wir hier unten in den Schicksalskarten ganz viele Themen. Zunächst habe ich hier im Berufshaus das Kreuz drin. Hier kann man sich einer Last entledigen, etwas ablegen, das Schwierigkeiten gemacht hat oder das lange nicht funktioniert hat. Man wird stark mit der Berufung konfrontiert. Der ein oder andere fragt sich vielleicht auch, für was er jeden Morgen aufsteht und ist ja im Haus der Sense auch bereit, Schnitte zu machen und damit wieder für Klarheit zu sorgen. Anderer Faktor ist, das Gegenüber liegt ja im Hause des Schicksals drin, guckt in das Schicksalskreuz rein und ich habe hier sehr viele Themen aus der Vergangenheit, Verluste aus der Vergangenheit, Schwierigkeiten vielleicht auch mit Elternthemen oder verstrickte Wege, hier im Bereich der Schlange natürlich auch verstärkt Ex-Partner, Mütter, Ex-Partnerinnen. Das muss gar nicht sein, dass das jetzt so ins Leben reintritt, sondern das kann auch sein, dass das solche Triggermomente sind, vielleicht finanzielle Verstrickungen auch, wo man jetzt so weiterkommen dürfte. Also unten ist das ein bisschen schwierig, die Konfrontation ist hier groß. Die Dame liegt im Haus der Sense, der Mann liegt im Haus des Kreuzes, also es kann sein, dass das jetzt nicht so die Juhu-Woche wird, dafür aber grundlegende Dinge für dich selber entschieden werden. Anderes Szenario, du lebst in einer Partnerschaft, dein Gegenüber hat hier Konfrontation, ist vielleicht wütend, alles ist ein bisschen schwer, nichts klappt so richtig. Und dann noch das Element der Vergangenheit dabei.
ja, schwierige Sache, ne, sich da nicht mitreißen zu lassen. Deshalb auch nochmal mein Impuls von vorher, wenn man das Außen ein bisschen abwehrt oder abhält die nächste Woche oder sich immer wieder sagt, dass es nicht dein Drama ist, dann kannst du die nächste Woche ganz gut rumkriegen. Was ich noch habe, was schön ist, hier zeigen sich Dinge im Bereich der Ämter und Behörden, die lange nicht auf dem Weg waren oder wo lange nichts in Fluss kam. Es kann hier mit dem Beruf zusammenhängen oder auch mit dem Thema Selbstständigkeit, die jetzt in Fahrt kommen, die auch hier guten Ausgang haben und hier mit den Finanzen sehr schön dabei liegen. Also so dieses Rauskommen aus einer finanziellen Verstrickung. Im Haus des Geldes liegt hier der Schlüssel drin, die Sicherheit, der Erfolg. Hier kann es auch um Gelder gehen, wo andere mit einbezogen sind, Ausgleiche mit Ex-Partnern oder sowas. Und wenn ich das Finanzhaus nochmal rössel, mit der Sicherheit liegt es auf der Sonne drauf. Also eigentlich sehr schön, schöne Energie. Vielleicht klären sich auch grundlegende Dinge, wo man Konflikte mit dem Thema Geld hatte, wo jeder vielleicht meinte, er müsste zu viel hier und da investieren, weil ich das Wort Ausgleich habe. Ne? Das Herz möchte, dass da Wege gegangen werden, die ihm selber auch Wachstum bringen, wo man sozusagen nicht der Draufleger bei irgendetwas ist. Ich gucke gerade noch mal drüber. Wenn du hier keine Partnerschaft hast, ist es möglich, in der nächsten Woche einen schicksalshaften Menschen kennenzulernen. Das Gegenüber liegt hier im Hause des Schicksals mit dem Schicksal vorne dran und in der Spiegelung mit dem Klee. Also auch irgendwie eine glückliche Begegnung möglich. Und da wir hier das Buch haben, kann es tatsächlich auch sein, dass das jemand ist, den du noch nicht kennst, wenn du Single bist. Oder auch für die anderen, dass sich hier tatsächlich schicksalshafte Personen mit ins Leben beamen, die irgendetwas mit dem Thema Beruf, Berufung zu tun haben. Und es geht dabei darum, einen anderen Weg zu finden oder Verluste aus der Vergangenheit auch aufzuarbeiten. Sehr speziell, ne? Gut, ihr Lieben, habe ich alles gesagt, was ich gesehen habe? So ziemlich. Das Umfeld ist sehr wichtig für euch oder für uns nächste Woche. Also sucht euch ein Plätzchen, an dem es euch gut geht und versucht das Drama der anderen nicht auf euch zu projizieren. Da muss man schon so ein bisschen gefestigt sein und sich das immer wieder sagen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ihr könnt jetzt noch dranbleiben zum Auswahlorakel. Ich drücke euch bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ihr habt zwei Engelchen hier. Das hier streckt die Beine nach oben, das andere chillt. Und da wir jetzt im großen Blatt das Thema Beruf, berufliche Entscheidungen sehr drin hatten, versuche ich mal auch noch eine Karte zur Auswahl zu geben, die mit dem Thema Beruf, Berufung zu tun hat. Da kann jetzt eine Inspiration für dich drin sein, muss aber nicht. Ne? Es ist nur so ein kleiner Impuls. Ihr wisst selber, 3 Stück. Dann nehmen wir hier auch mal 3. Dass mir das vor der Kamera auslegen sehr wichtig ist. Ihr könnt von mir aus vorspulen, so wie ihr das wollt, aber ich mache das trotzdem so. Das sind jetzt die Karten, die Beruf, Berufung, Lebensaufgabe beinhalten. Also wie gesagt, kann was dabei sein, muss aber nicht.
Ich dachte nur, weil es im großen Blatt so präsent war, vielleicht hilft es. So, ihr Lieben, dann mache ich noch, die wollte ich schon lange mal wieder vorholen, aber ich habe sie wieder verkramt. Eine kleine Eule. Die sind jetzt ein bisschen durcheinander, deshalb ziehe ich sie. Gut. Dann würde ich sagen, wir drehen um oder ihr sucht aus. Ich kann mich nicht richtig entscheiden. Ich würde hierzu tendieren. Gucken wir mal. Also, wir haben aus den Lennys hier Unruhe, Nervosität, Gequatsche. Mit der Maus ist das sehr gut, denn es wird ein bisschen ruhiger. Das, was uns aufgeregt hat, genervt hat, geht hier in die Frequenz des Beruhigens, der Ruhe, des Ausruhens. Ein Stress, der uns weggenagt wird, eine Erleichterung irgendwo. So. Okay, das ist jetzt sehr spannend. Hier haben wir so eine Erleichterung und hier haben wir die Einfachheit. Ne? Beschäftige dich mit dem Nötigen und lass alles Überflüssige los. Auch nicht hier versuchen, auf vielen Hochzeiten zu tanzen oder dieses Überdenken, Überanalysieren von Situationen. Hier darf man sich ruhig mal auf das Wesentliche konzentrieren und sich auch nicht zerstreuen. Du hast Talente, die können auch so genutzt werden, dass es einfacher wird. Und hier auch wieder dein Anderssein. Es ist okay, wenn man anders ist oder die Dinge nicht so handhabt wie die anderen, auch wenn es dafür immer wieder Bewertung gibt. Jetzt kommt hier Gemeinschaft macht stark. Die Linde. Hier darf man Gesellschaft zu himmlischen und irdischen Wesen suchen. Die Linde ist ja ein Treffpunkt, wo man gemeinsam etwas tut und wo man auch das friedliche Gefühl hat, die herzliche Begegnung. Das hatten wir im Beruf, ne? Dass da durch andere Personen, Kollegen, Freunde oder so tatsächlich auch eine Möglichkeit entsteht. Vom Berufungsorakel haben wir hier die Optionen. Also irgendeine Option wird frei, auch sehr treffend mit dem großen Blatt. Denn hier gehen Wege auf, die dir Karrieremöglichkeiten mitbringen. Oder Wege, die sich dir überhaupt öffnen. Ich denke, dass es Wege gibt, wie du etwas einfacher strukturierst. Ja, wunderbar. Ich bin der Engel des Friedens. Ich bringe dir neue Ruhe und zukünftig einen sanfteren Weg. Das wäre mir persönlich sehr recht. Bist du bereit, dich von deinem Leben überraschen zu lassen? Also rechnet damit, überraschende Dinge, auch mal das zulassen, dass man aufmacht für Optionen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, ist das Motto für die nächste Woche. Und gucken wir uns die andere Seite an. Ja, Beruf, Berufung. Da haben wir den Anker, den Brief. Kann also sein, dass wir viel kommunizieren über das Thema Beruf, Berufung, Verträge, Aufträge, kann das auch sein, Nachrichtenaustausch. Ihr habt hier eine schöne Energie. Wenn du aufwachst, wirst du wissen, was zu tun ist. Also wenn du dich fragst oder hinterfragst oder die Antwort nicht findest, dann kriegst du zeitnah die Antwort geliefert. Sehr bald, das doppelt sich. Und auch hier ist das Thema Freunde sehr wichtig. Vielleicht hat man hier auch Kommunikation, die stabilisierend wirkt, die aufklärend ist, die vom
Umfeld, Freunde kommt. Ich weiß nicht, habt ihr im Beruf Freunde? Ich kann jetzt nur Sven benennen, ein Freund, mit dem ich zusammenarbeite, aber ich hatte den Unterschied schon gemacht zwischen Kollege und Freundschaft. So, ihr habt aus dem inspirierenden Orakel die künstlerische Betätigung, die für dich vielleicht gut wäre oder für deine Karriere und auch für jeden weiteren Aspekt deines Lebens, so dieses schöpferische mehr ausbauen, leben. Indem du Grenzen setzt, beweist du Selbstliebe. Da geht es darum, dass du dich zurückziehen darfst, um gestärkt wieder aufzutauchen. Auch das hatten wir im großen Blatt drin, ne? Dass man sich so rausnimmt, die Grenze bewahrt und sich nicht ins Drama von anderen mit reinziehen lässt. Und ihr habt hier noch, sei voller Hoffnung und Vertrauen. Es erscheint etwas Gutes, es ist allerdings noch nicht so richtig greif- oder sichtbar, aber sehr bald ist ja zeitnah, ne? Jetzt habt ihr hier auch eine schöne Eule, wähle weise. Alle Wege führen zu dir, früher oder später, ne? Ja, auf den Rädern, auf den Schildern steht jetzt langer Weg, kurzer Weg, Hamsterrad, Endlosschleife. Also man entscheidet immer selber. Vielleicht muss man einfach auch mal einen Weg wählen, den man bisher nicht in Betracht gezogen hat. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch. Bis bald.